Es gibt in Ihrem Studium grundlegende Fächer wie wissenschaftliches Arbeiten, das dazu führt, dass Sie überhaupt imstande sind zu forschen. Denn das ist wissenschaftliches Arbeiten. Mathematik und Statistik brauchen Sie, um Ihre Logik zu entwickeln und Zusammenhangswissen zu entfalten. Rechtsgrundlagen sind unverzichtbar in fast jedem Studiengang inzwischen. Marketing in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen geht es überhaupt nicht ohne. IT in Zeiten der Globalisierung, Digitalisierung unverzichtbar, auch in nahezu allen Studiengängen. Und es gibt aufbauende Fächer, je nach Studienrichtung. Diese beiden unterschiedlichen Begriffe, grundlegende Fächer und aufbauende Fächer, besagen schon, welche Zusammenhänge bestehen. Das heißt, Grundlagen müssen gesetzt werden, um überhaupt auf etwas aufbauen zu können. Was also, wenn jemand seine Grundlagen nur lückenhaft beherrscht? Dann wird's schwierig. Denn dann wackelt das Fundament. Und zwar, je mehr darauf gebaut wird. Die Folgerung: messen Sie Noten bitte keinen Wert bei. Durchkommen mit irgendwelchen Prozenten, über 50%, reicht im Alltag nicht. Also setzen Sie bitte auf Meisterschaft, auf Ihre persönliche Meisterschaft. Denken Sie daran, vielleicht haben Sie einmal früher in der Kindheit, in der Jugend ein Instrument erlernt. Wie war das noch? Klavierspielen zum Beispiel. Bevor die rechte Hand die Tonleiter nicht konnte, ging gar nichts. Dann war die linke Hand dran. Dann kam der nächste Schritt. Oder wer sich mit rechtlichen Fragen befasst, Jura studiert, weiß genau, ich muss wissen, was wo zu finden ist und in welchem Zusammenhang zu anderen Gesetzen und Urteilen es auch noch steht. Ganz dringend notwendiges Grundlagenwissen. Oder wer IT-Sicherheitsfragen lösen will, wer sich damit beschäftigen will, kommt ebenfalls nicht ohne Vertiefung aus und ohne eine Rückgriffsmöglichkeit auf zuvor erworbenes, und zwar wirklich erworbenes Grundlagenwissen, weil geübt. Der Weg dorthin heißt also üben, üben, üben. Und das gilt nicht nur für das Klavierspiel, das gilt auch fürs Studieren. Jetzt sagen Sie, wir haben aber kaum Anwendungen im Fach. Na, dann tun Sie das. Selbst anwenden üben. Denn Sie können sich immer aus der Presse, aus irgendwelchen Quellen, via Internet, woher auch immer, Fallbeispiele suchen, um sich zu fragen, wie kann ich das, was ich heute in der Vorlesung gehört oder hier im Video gesehen habe, denn jetzt übertragen auf den Fall, der gerade aktuell besprochen wird. Selbst anwenden üben. Nicht alles von den Dozenten erwarten. Sie studieren für sich selbst. Es geht um Ihre Meisterschaft. Flipped Learning hilft Ihnen dabei. Das ist schon klar, denn Sie können den Input nach persönlichem Bedarf abrufen und im je passenden Tempo rezipieren. Sie können auch jederzeit alles wiederholen. Wo hat man das schon sonst? Ne? Und bei der gemeinsamen Nacharbeit in der Kontaktzeit entdecken Sie dann eigene Lücken? Na prima, das ist doch wunderbar. Sie könnten erst einmal die Vorlesung wieder neu abrufen, um sich nochmal zu vertiefen. Sie könnten auch dann hingehen und weiter recherchieren. Das sollten Sie auch tun. Entdecken Sie doch die Freiheit des Lernenkönnens wieder, wie wir das als Kinder hatten, als wir auf dem Weg über die Bauklötze und dann durchs Kinderzimmer und dann durch den Garten und durch die ganze Welt erfahren konnten, wie die Wirklichkeit für uns selbst persönlich funktioniert. Wir haben lernen können und das geht im Studium genauso gut und dann macht's auch Freude. Prüfungen, Anmeldungen und Benotungen, das sind bloß Teile des Gerüsts eines Studiums, aber das heißt nicht, dass Sie dadurch schlauer werden. Daher den Input komplett abrufen bei unseren Videolektionen und zwar mehrmals. Nicht einmal eben durchscrollen, mehrmals, sofern nämlich noch Fragen offen geblieben sind oder man war nicht so ganz konzentriert. Nutzen Sie es einfach nochmal. Das geht nur hier. Dann Recherche und Überlegungen mitbringen, die Sie danach angestellt haben, damit wir das gemeinsam bearbeiten. Sie das gemeinsam bearbeiten, denn dadurch wird auch das Lernen mitmenschlicher. Was gilt denn nun eigentlich im Job? Im Job die Note oder das Können? Klare Antwort, oder? Noten beweisen nicht Ihr Können. Überhaupt nicht.
Noten beweisen nur, dass Sie eine Prüfung so oder so bestanden haben. Auch eine 1,0 beweist nicht Ihr Können, sondern nur ein gutes Prüfungsergebnis. Studieren Sie also bitte nicht für Noten, sondern studieren Sie so, dass Sie wirklich etwas können. Ihre eigene Meisterschaft, nur die zählt, sonst nichts.